Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und bei unserem Video-Hop der Stempelfamilie and Friends gibt es heute die erste Farb-Challenge. Alles mit Sommerbeere und Lagunenblau. Ich zeige dir mit den beiden Farben eine Flügelbox. Die Idee dazu kommt von meiner Freundin Kerstin, die mir auch liebevollerweise ihre Maße überlassen hat. Ich habe mir die Maße noch ein bisschen angepasst, so dass man pro Box nur einen Bogen DIN A4 Farbkarton benötigt. Wenn du aber so wie ich lieber mit ganz geraden Maßen arbeitest und nicht so blöd gerundete Kommastellen, habe ich dir die Maße auch noch zusätzlich in die Beschreibung gestellt. So, die Flügelbox ist hier, dass die so flügeltechnisch aufgeht, finde ich total niedlich für Kleinigkeiten. Richtig schön. Ja, die basteln wir gleich mal zusammen. Aber am Ende meines Videos verlinke ich dir die Playlist mit allen Videos vom Hop und in der Beschreibung unter meinem Video findest du sie auch. Und dann fangen wir doch mal direkt an. Farb-Challenge. Da musste ich erstmal überlegen, was mache ich denn? Und habe mich entschlossen, beide Farben gegeneinander zu stellen. Hier einmal Sommerbeere, hier Lagunenblau. Wunderschön bei Stampin' Up! Farbkissen, Stempelkissen, Farbkarton und das passende Designerpapier. Alles in einem Farbton, super schön aufeinander abgestimmt. Ich liebe es wirklich deshalb, damit zu basteln, muss ich einfach sagen. Ja, diese Flügelbox ist in Lagunenblau. Verwendet habe ich oben das Designerpapier von Käfgen. Das gibt es nur online zu sehen, nicht im Katalog, aber zu bestellen ganz normal. Ebenso hier der Stempel, auch in Lagunenblau. Da habe ich Pekanuss verwendet. Und hier das Ganze dann nochmal in Sommerbeere. Da habe ich allerdings das Designerpapier Bezaubernd Bunt verwendet. Und super cool, das wird aus dem Jahreskatalog, aus dem jetzigen, in den neuen Katalog, der ab Mai gilt, übernommen. Finde ich richtig klasse. Kann man einfach mal noch schön mit weiterarbeiten. Ja, ich muss sagen, ich kann mich nicht entscheiden, welches schöner ist. Mir gefallen beide Farben sehr gut. Und deshalb habe ich mich jetzt entschlossen, dass wir die zusammen mit beiden Farben zusammenbasteln. Und dann haben wir eine direkte Gegenüberstellung. Du brauchst für dieses Projekt einmal Farbkarton in 11,8 x 11,8. Das ist die Box. Dann die Bodenplatte in 8,8 x 8,8 cm. Und die beiden Seitenstreifen in jeweils 8,8 x 16,7 cm. Und 2 Stück Designerpapier in 4 x 8,4 cm. Und noch ein Stück Band, das ist ungefähr bei mir 38 cm lang. Fangen wir doch mal mit der Box an. 11,8 x 11,8. Die wird rundrum bei 2 cm gefalzt. Das habe ich hier mit meiner schon gemacht. Da nochmal schön die Faltlinien nachziehen. Und zu einer Box basteln. Dafür auf 2 gegenüberliegenden Seiten kleine Flügelchen hier einschneiden. Schön hier über die Falzkante. Und ich schneide das einfach nicht nur so gerade, sondern immer noch so einen kleinen Keil auf beiden Seiten raus. Ich kann es an diesem hier einmal zeigen. Das machen würde, wenn ich das aufklappe und hier hochstelle, dann steht hier oben bei mir immer irgendwie so ein Stück über. Ich kriege das nicht hin, dass das ordentlich unten ist. Wenn ich dagegen beides falze, kann es unten nicht direkt aufsetzen. Ich orientiere mich, die Kante, setzt die exakt aufeinander und dann steht nämlich nichts über. Sieht einfach ein bisschen schöner aus, wenn das nicht so übersteht. So. Die klebe ich jetzt einmal mit Flüssigkleber, falls man Flüssigkleber will. Der stellt sich schon den ganzen Tag heute an. Dann kann ich, wenn ich die Ecken immer noch so ein bisschen hier, wenn sie nicht ganz sauber aufeinander sind, das sieht man jetzt bei dem Weiß leider nicht so gut, kann ich sie immer noch ein bisschen schieben oder nochmal abnehmen.
Ordentlich festdrücken beide Seiten. So ein paar Sekunden schön festdrücken, damit der Kleber anziehen kann. Und durch den Flüssigkleber kann ich es halt nochmal korrigieren. Das wird bei doppelseitigem Klebeband nicht funktionieren. So, und die andere Seite einmal schnell. Genau dasselbe, Kante auf Kante. Schön festdrücken, damit der Kleber anziehen kann. Und hier genauso, da sieht man es jetzt. Hier sieht man es so ein bisschen. Oh, schon fest. Aber dank Flüssigkleber kann ich das nochmal abnehmen. Und ordentlich festkleben. So. Dann kommt auch schon die Bodenplatte, 8,8 x 8,8. Die kann man aus dem zweiten Stück, wenn man das hier oben aus dem Farbkarton abgeschnitten hat, gleich daneben mit abschneiden. So, dafür drehe ich meine Schachtel um, mache auf die Rückseite Flüssigkleber und setze das mittig auf die Platte. Und zwar so, dass rundherum derselbe Abstand von ungefähr 5 mm ist. Kurz nachdenken. So. Genau, streich das hier ordentlich fest, damit das gut hält. Das ist hier schon unser Innenleben. Das haben wir schon mal fertig. Dann die beiden Klappen. Wie gesagt, die sind in 8,8 x 16,7 cm. Und die werden gefalzt bei 4,4, 8,8, 13,2, 15,2 cm. Machen wir jetzt hier einmal zusammen. Also bei 4,4, 8,8, 13,2 und bei 15,2. Und das mit beiden Stücken. Vier Komma 4, 8,8, 13,2 und 15,2. Dann werden die beiden Elemente gefalzt. Und zwar haben wir hier unten, das schmale Element ist unsere Klebelasche. Die haben wir nach innen gefalzt. Und das nächste Element wird auch nochmal nach innen gefalzt. So, Klebefläche, dann haben wir hier unsere Wand. Dann geht es nach innen einmal. Einmal so rum. Und einmal so rum. So, einmal hochgestellt. Nach innen, nach außen, nach innen. Und das mit beiden Elementen. Nach innen, nach innen, nach außen und wieder nach innen. So. Während ich hier bei meinen Boxen das jeweils einfarbig gemacht habe, mache ich es hier halt mal zweifarbig. So, jetzt habe ich mein doppelseitiges Klebeband. Die Klebelasche, was nach innen guckt. Ja. Ein Streifen doppelseitiges Klebeband auf beide drauf. Und dann hier unten die Kante von der Bodenplatte hier an die Falzlinie rangebracht. Ich stelle das so ein bisschen hochkant. Da kann man es so sehen. So. Damit ich das gut festkleben kann. Es darf nicht über die Falzlinie, damit ich das Seitenelement dieses hier immer noch hochklappen kann. Also.
Auch hier, wer mag, kann lieber mit Flüssigkleber arbeiten. So. Einmal festgestrichen. Und die andere Seite auch. Na, schön an die Falzlinie ran. Oben und unten geschaut, dass es passt. So. Und jetzt seitlich hochgeklappt. Ah, hier, was erzähle ich? Schön meine Faltlinien falsch rum gemacht. Das ändern wir jetzt nochmal. Da habe ich nicht aufgepasst. So. Die muss nach innen. Und die muss noch nach außen. Aber das kann man alles super schnell hier nacharbeiten. Und schön parallel die beiden Flügel. So. Jetzt klebe ich an dieser Stelle erst das Designerpapier auf. Man kann das auch vorher anbringen. Aber ich habe für mich festgestellt, dass es mir leichter fällt, wenn ich die Box direkt vor mir sehe, dass ich dann weiß, warum ich die Streifen aufkleben will. Also zum Beispiel bei diesem hier, ich hätte es geschafft, dass meine beiden Elemente gleich aussehen. Also jeweils die dunkle Kaffeetasse hier oben, das hätte ich langweilig gefunden. Deshalb mache ich das lieber erst, wenn ich hier fertig bin. Dann gucken wir doch mal an. Hier haben wir Lagune. Hier haben wir Sommerbeere. Und das finde ich tödlich langweilig, wenn das Ton auf Ton ist in diesem Fall. Deshalb tausche ich das. Das macht einfach ein bisschen mehr Pep bei der Karte. Und deshalb mache ich es erst jetzt, weil jetzt sehe ich, wie es am Ende vor mir aussieht. Aber das kannst du auch wirklich vorher machen, bevor du die Seitenelemente anklebst. Das ist ja völlig dir überlassen. So. Und damit das gut klappt, werfe ich hier einmal meine Box um, damit ich dieses Element flach hinlegen kann. Und klebe das hier mittig mit 2 mm Abstand rundum auf. So. Und das mache ich mit der anderen Seite auch. Also, da soll es drauf. Einmal rumgeworfen. So rum aber. Und schön mittig aufgeklebt. Super. Ja, so gefällt mir das gut. Und auch innen drin mit der weißen Box. Macht das Ganze noch mal ein bisschen neutraler. Dann muss es jetzt gelocht werden, damit wir hier das Band reinkriegen. Dafür wird durch alle Schichten hiervon durchgelocht. Also durch 3-mal Farbkarton und einmal Designerpapier. Ich habe so eine dicke Lochstanze hier. Mit der geht das sehr gut. Auch wenn sie jetzt behauptet, dass sie da unten ein Stück behalten hätte. Ich kenne die schon. Na, so. Dann gucke ich, dass ich das auf der anderen Seite ungefähr gleich habe. In meinem ersten Versuch war das irgendwie so um so einen Zentimeter verrückt. Und hier auch einmal durch alle Schichten durch. So. Ja, das sieht ganz gut aus. Und dann fädeln wir das hier mal ein. Einmal durch alle durch. Hier auch. Und oben Knoten dran und eine Schleife. Da könnte ich jetzt sagen, ist fertig. Aber ganz ehrlich, so sieht es ein bisschen langweilig aus. Deshalb haben die hier, den hier machen wir mal hübsch, noch einen Anhänger bekommen. Und zwar
aus derselben Reihe wie das Designerpapier Käffchen. Ein wunderschönes Set. Habe ich die Tasse verwendet. Hier passend in Sommerbeere, in Lagunenblau. Hier habe ich wieder Lagunenblau genommen. Den Kaffee habe ich in Pekanuss gestempelt. Und diesmal habe ich das Du-Ich-Käffchen in Sommerbeere, damit wir beide Farben hier wieder haben. Das klebe ich jetzt mit den Dimensionals auf. Dafür setze ich 3 Stück in die Mitte, weil der kleine Banner ja nur ein bisschen größer ist. Ausgestanzt habe ich es natürlich mit den passenden Stanzen. Super dazu. Also wer Kaffee mag, tolles Set, ich kann es nur empfehlen. Ich arbeite da so super gerne mit. Und dann den kleinen Banner hier einmal quer drüber. Das Schleifenband ist aus der Reihe oder aus der Kollektion Liebliche Natur. Ich glaube, das wird es nicht mehr im neuen Katalog geben. Also wenn du das noch haben willst, diesen Monat noch bestellen. Ist wirklich schön, ist Kunstleder, lässt sich super anfassen, tolle Schleifen mitbinden. Aber wie gesagt, den Rest, die verschiedenen Designerpapiere, bezaubernd bunt, Käffchen, der Farbkarton, das gibt es auch alles im nächsten Jahreskatalog. So, das ist meine Flügelbox. Ich finde die total niedlich zum Verschenken. Ja, und ich muss sagen, mir gefallen alle 3 sehr gut. Hätte ich gar nicht gedacht, Sommerbeere war so bisher noch gar nicht mein Fall, aber jetzt muss ich sagen, gefällt es mir richtig gut. Und auch hier beide Farben zusammen verwendet, passen top zusammen. Wirklich, wirklich schön. Ja, das war es auch schon bei mir. Guck dir auf alle Fälle auch die Videos der anderen an. Und ich hoffe, dir hat meine Anleitung gefallen und du bastelst sie nach. Verlink mich gerne, falls du sie bei Instagram oder bei Facebook postest. Oder schick mir einfach so. Meine Kontaktdaten stehen unten in der Beschreibung drin. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Mal. Deine Annalena. Tschüss.